Willkommen zu unserer Analyse. Heute stecken wir richtig tief in Ihren Unterlagen zum Thema Beton. Ja, und zwar bei einem ganz entscheidenden Punkt. Absolut. Da stößt man auf eine Frage, die erstmal, wie Haarspalterei klingt, aber anscheinend alles entscheidet. Was um alles in der Welt ist der Unterschied zwischen Betonzusatzmitteln und Betonzusatzstoffen? Genau die Frage. Ich gebe zu, ich hätte die beiden Begriffe für Synonyme gehalten. Aber Sie sagen, hier liegt der Schlüssel. Absolut. Und es ist mehr als nur ein Schlüssel. Es ist eine, sagen wir, andere Philosophie. Die deutsche Sprache ist hier unglaublich präzise. Wirklich. Ja, sie beschreibt physikalische Vorgänge, die im Englischen oft in einem Begriff untergehen. Unsere Mission heute, wir entschlüsseln das für Sie. Okay. Damit Sie nicht nur wissen, was die bedeuten, sondern warum diese Unterscheidung so fundamental wichtig ist. Ich bin gespannt. Fangen wir doch mal bei der ersten Gruppe an, den Betonzusatzmitteln. Gerne. In Ihren Quellen steht, das sind chemische Stoffe. Und man gibt sie nur in winzigen Mengen zu. Wirklich winzig. Unter 5% des Zementgehalts. So wenig, dass man sie bei der Volumenberechnung, also bei der Stoffraumrechnung, einfach ignoriert. Exakt. Das klingt für mich fast wie ein Gewürz beim Kochen. Eine Prise, die alles verändert. Das Gewürzbeispiel ist perfekt. Und bei diesen Gewürzen gibt es faszinierende Unterschiede. Nehmen wir mal zwei Begriffe. Okay. Einmal den Betonverflüssiger, kurz BV, und dann das Fließmittel, FM. Beides klingt ja erstmal sehr ähnlich. Es soll flüssiger werden. Stimmt, aber die Wirkung ist eine ganz andere. Der Betonverflüssiger ist die milde Variante. Das Fließmittel aber ist der Turbo. Der Turbo? Ja. Es ist so wirkungsvoll, dass man es sogar erst auf der Baustelle zugeben darf, um den Beton extrem fließfähig zu machen. Oh, okay, das ist ein fundamentaler Unterschied im Zeitpunkt der Anwendung. Genau. Und die Wirkung basiert auf Dispergierung. Stellen Sie sich vor, jedes Zementkörnchen bekommt eine gleich gepolte elektrische Ladung. Sie stoßen sich also gegenseitig ab. Exakt. Sie können gar nicht anders, als sich abzustoßen und dadurch schwimmt alles viel freier. Ein Turbo, den man erst im letzten Moment zündet. Faszinierend. Da war aber noch ein Begriff, Luftporenbildner, LP. Der Name klingt so aktiv. Ganz genau, er bildet Poren. Er lässt sie nicht zufällig entstehen, er bildet sie. Und zwar gezielt. Gezielt, mikroskopisch kleine, perfekte Kugelporen. Und das ist das Geniale daran. Diese Poren haben eine Doppelfunktion. Okay. Im frischen Beton, also im flüssigen, wirken sie wie winzige Kugellager. Machen ihn also geschmeidiger. Richtig. Aber im ausgehärteten Beton, da werden sie zu Lebensrettern. Wie das? Wenn Wasser im Winter gefriert, dehnt es sich aus, nicht wahr? Klar, das sprengt den Beton. Eben. Aber hier hat das Eis Platz, sich in diese Poren auszudehnen. Der Beton platzt nicht auf. Dieser Luftporenbilder erhöht den Frostwiderstand also massiv. Das ist ja unglaublich. Das bedeutet, ein einfaches Mittel löst nicht nur das Frostproblem, sondern verbessert auch noch die Verarbeitung. Exakt. Das ist die Welt der Betonzusatzmittel. Kleine Dosis, riesige Wirkung. Okay, das waren die Gewürze. Was passiert denn, wenn man dem Beton stattdessen richtig viel von etwas anderem hinzufügt? Das bringt uns zur zweiten Kategorie. Richtig, zu den Betonzusatzstoffen. Und hier reden wir nicht mehr von Spuren, oder? Nein, jetzt ändern wir das Rezept grundlegend. Betonzusatzstoffe sind fein gemalte Materialien, die in großen Mengen zugegeben werden. So groß, dass sie Teil des Volumens sind. Die muss man also mitrechnen. Unbedingt. Man teilt sie grob in zwei Typen. Typ I ist im Grunde ein Füller, wie Kalksteinmehl, zur Optimierung der Kornverteilung. Okay, das ist verständlich. Aber Typ 2, da wurde es spannend. Ja, Typ 2, das sind die pozzolanischen Zusatzstoffe. Puzzolanisch, das Wort muss man sich merken. Was genau bedeutet das? Das bedeutet, dieser Stoff ist nicht nur ein passiver Füller. Er wird selbst zum Bindemittel. Moment, wie kann ein Zusatz plötzlich zu einem Hauptakteur werden? Das ist brillante Chemie. Ein puzzolanischer Stoff, wie zum Beispiel Flugasche aus Kraftwerken oder ultrafeiner Silikastäub, Der ist nicht untätig, er wartet auf ein Nebenprodukt, das bei der Zementhärtung entsteht. Calciumhydroxid. Und dann? und dann reagiert er damit. Er bildet selbst zusätzliche steinharte Kristallstrukturen. Er recycelt quasi einen Reststoff im Beton und wandelt ihn in pure Festigkeit um. Ah, er wird also selbst zum Zement sozusagen. Deswegen wird er auch auf den Zementgehalt angerechnet. Genau deswegen. Er wird Teil des Bindemittels.
Also, um das für Sie festzuhalten. Betonzusatzmittel sind die hochwirksamen Gewürze, winzige Mengen, sie modifizieren den Beton. Richtig. Und Betonzusatzstoffe sind richtige Zutaten in großen Mengen. Sie ergänzen und verbessern das Betongefüge von innen heraus. Perfekt zusammengefasst. Die Präzision dieser deutschen Begriffe Fließmittel, Luftporenbildner, pusolanisch ist also keine akademische Spielerei. Nein, sie beschreibt exakt, was im Material passiert. Die Funktion, den Wirkmechanismus. Und das führt mich zu einer letzten Frage. Mhm. Wenn wir die Lebensdauer von Brücken um Jahrzehnte verlängern können, nur durch ein paar Gramm eines Zusatzmittels oder den Austausch von Zement durch pusolanische Zusatzstoffe? Ja, dann stellt sich eine entscheidende Frage, die Sie sich auch stellen sollten. Nämlich? Liegt die wahre Revolution im Bauwesen dann wirklich in komplett neuen Materialien? Oder liegt sie nicht vielmehr in der intelligenten, fast schon nanoskaligen Optimierung dessen, was wir bereits haben?